Hier auf dieser Zeichnung zeige ich euch jetzt die Haut. Stellt euch vor, ich schneide in meine Haut und gucke jetzt von oben auf die Haut rauf. Das hier soll die Haut sein. Das ist die Haut von oben, wie ihr sie seht, und hier gehen wir in die Tiefe. Die Haut besteht aus 3 Phasen. Das hier ist die oberste Hautschicht, die Epidermis, die Basalmembran, und das ist die Dermis. Die Namen müsst ihr euch nicht merken, aber so sieht die Haut beim Gesunden aus. So, wenn man an einer atopischen Dermatitis leidet oder Atopiker ist, dann ist die Haut durchlässiger. Man hat eine genetisch bedingte Hautbarrierestörung. Und dann sieht die Haut eher so aus. Hier ist eben die Basalmembran. So, und diese Risse sorgen dafür, oder die Hautbarriere, die nicht ganz so eng ist wie normalerweise, dass erstens Flüssigkeit entweicht und damit wird die Haut trocken. Aber gleichzeitig verliert die Haut auch ihre Schutzfunktion und Stoffe können in die Haut eindringen, die da eigentlich gar nicht reingehören. Bakterien, Viren, aber auch Allergene, wie zum Beispiel Pollenallergene. Und wenn diese Pollen jetzt in die Haut eindringen, die dann normalerweise gar nicht reingehören, dann fragt sich das Immunsystem, hä, was ist das? Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Dann müssen wir es wohl erstmal bekämpfen. Diese Diskussion führen verschiedene Immunzellen. B-Zellen, T-Zellen, dendritische Zellen, auch Mastzellen. Alles Zellen, die zur Immunantwort gehören und die miteinander kommunizieren. Und darüber verhandeln, ob man dieses eigentlich ungefährliche Pollenallergen nun bekämpft oder nicht, weil sie es nicht richtig einordnen können. So, und wenn sie sich nun entscheiden, das Allergen zu bekämpfen, dann kommt es zur allergischen Reaktion, zur Hautrötung durch Gefäßerweiterung. Immer mehr Entzündungszellen versammeln sich hier. Das sind dann die Rötung und das Ekzem, was wir bei atopischer Dermatitis beobachten. So. Nun reagieren aber nicht alle Zellen immer sofort, sondern es kann doch auch zu verschiedener Verzögerung kommen. Einige allergischen Reaktionen laufen sofort ab. Sofort bedeutet in unter einer Stunde. So die sogenannte Typ-1-Allergie. Dann gibt es aber auch verzögerte Reaktionen, die nach 3 bis 8 Stunden ablaufen. Oder auch Reaktionen, die erst nach 2 bis 3 Tagen auftreten. Die sogenannten Spätreaktionen. Also selbst wenn nach 2 bis 3 Tagen erst eine allergische Reaktion auftritt, kann es passieren, dass 2, 3 Tage zurück der Auslöser war. So, das sind die verschiedenen Zeitpunkte, wo die allergischen Reaktionen auftreten können. Aber es kommt auch darauf an, wie oft das Immunsystem das Allergen nun gesehen hat. Meistens reicht es nicht aus, dass man beim Erstkontakt eine allergische Reaktion entwickelt. Häufig braucht man immer mal wieder den Hinweis, huch, was ist das? Das ist ein Pollenallergen, das kennen wir nicht, das müssen wir bekämpfen. Irgendwann ist eine Schwelle erreicht, wo das Immunsystem entscheidet, Attacke. Jetzt wollen wir das, was da nicht hingehört, bekämpfen. Das nennt sich dann Sensibilisierungsphase. Der Prozess, bis das Allergen bekämpft wird. So, zu den Details von den verschiedenen Typ 1, Typ 2, Typ 3 und Typ 4 Reaktionen hört ihr noch im nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen was gelernt und bis zum nächsten Mal.